In diesem Makrovideo zeigen wir euch die Seiko-Referenz SPB121J1, eine Neuauflage der für Bergsteiger entwickelten Alpinist. Das Modell gehört jetzt zur Prospex-Reihe und ihr Vorgänger war nur in Japan erhältlich. Die Alpinist verbindet sportliche Anwendung mit klassischem Gehäuse und Zifferblattdesign. Mehr erfahrt ihr im Video, welches in Kooperation mit Seiko Deutschland entstand. Die Seiko Prospex Alpinist gibt es mit Zifferblatt in Weiß und Grün. In diesem Video zeigen wir euch die besonders beliebte grüne Variante. Das Edelstahlgehäuse der SPB 121 hat einen Durchmesser von 40 mm und ist 12 mm hoch. Es ist wasserdicht bis 20 bar und auf der Ober- und Unterseite mit Saphirglas ausgestattet. Neben der Zeit- und Datumsanzeige zeichnet sich das Modell durch einen innenliegenden Kompassring aus, der über die zweite Krone auf 4 Uhr verstellt werden kann. Wie das funktioniert, erklären wir später. Versprochen. Mit der Alpinist von 1961 hat das heutige Modell nicht mehr allzu viel zu tun, denn sie war einfach eine 3-Zeiger-Uhr mit Handaufzug. Die Reihe wurde aber inzwischen mehrfach neu aufgelegt. Am nächsten dran an der SPB 121 ist das Vorgängermodell, die Referenz SARB 017. Sie gab es nur in Japan, hat es aber trotzdem zu einem der beliebtesten Seiko-Modelle der letzten Jahre gebracht. Vor 6 oder 7 Jahren, also noch lange bevor ich überhaupt bei Armbanduhren angefangen habe, habe ich sie mir persönlich direkt aus Japan bestellt, weil mir das dunkelgrüne Zifferblatt so gefallen hat. Tatsächlich ist die Uhr immer noch meine absolute Alltagsuhr, mein Daily Beater sozusagen, und sie wurde aber 2018 eingestellt und kommt jetzt unter der Referenz SPB 121 auch regulär auf den deutschen Markt. Dazu noch mit einigen Änderungen bzw. Verbesserungen. Das aktuelle Modell ist zum Beispiel mit dem neueren Kaliber 6R35 ausgestattet. Bei der Saab 17 war es noch das ältere 6R15. Beide Werke zählen zu den besseren Seiko-Werken aus der 6R-Reihe mit Sekundenstopp und beidseitigem Aufzug. Der größte Vorteil des 6R35 ist auf jeden Fall die fast 20 Stunden höhere Gangreserve, die inzwischen bei 70 Stunden liegt. Aber die Werke sind vor allem total robust und das ist für eine Outdoor-Uhr ja auch besonders wichtig. Die Ziffern und Stundenmarker sowie das Seiko-Logo sind auf das grüne Sonnenschliff-Zifferblatt aufgesetzt. Die Markierungen auf der Kompasslinette dagegen sind lackiert. Das gebürstete Gehäuse mit Kronenschutz ist eine interessante Mischung aus Dresswatch und Sportuhr. Bei der neuen Prospex Alpinist ist das Saphirglas über dem Zifferblatt mit einer eingeschliffenen Datumslupe versehen. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, überlasse ich jedem selbst, denn das ist schlicht Geschmackssache. Auf der Rückseite der neueren SPB 121J1 kann das Seiko-Kaliber 6R35 durch den Sichtboden beobachtet werden. Bei meiner Saab 17 geht das nicht, denn dort ist ein fester Gehäuseboden installiert. Beide Modelle sind bis 20 bar wasserdicht, auch die neue Variante mit Sichtboden. Das sollte auch bei Starkregen im Gebirge oder beim Sprung in den Bergsee reichen. Jetzt gibt es die Erklärung, wie man einen Kompassdrehring zum Navigieren verwendet. Dafür kommt es erst einmal darauf an, ob wir gerade Winter- oder Sommerzeit haben und ob wir auf der Süd- oder Nordhalbkugel der Erde sind. Die Sommerzeit geht vom 27. März bis zum 30. Oktober. Dieses Video veröffentlichen wir erst Anfang November, deswegen gehen wir von der Winterzeit aus. Deutschland ist natürlich auf der Nordhalbkugel. Okay, um jetzt die Himmelsrichtung herauszufinden, sind wir auf die Position der Sonne angewiesen. Wir halten die Uhr vor uns und drehen sie so, dass der Stundenzeiger in Richtung der Sonne zeigt. Die winkelhalbierende, also die Mitte zwischen Stundenzeiger und der 12, zeigt jetzt nach Süden. Und wir können unsere Südmarkierung der Lünette darauf einstellen. Die anderen Himmelsrichtungen können wir jetzt einfach ablesen. Je nach Tageszeit wandert die Sonne natürlich weiter. Die Lünette muss also nachjustiert werden. Bei der Sommerzeit wird die Uhr ja eine Stunde vorgestellt. Deswegen muss man im Sommer die winkelhalbierende zwischen dem Stundenzeiger und der 1 ziehen, um den Süden zu finden. Auf der Südhalbkugel der Erde funktioniert die Lünette zwar genauso,
Statt Süden zeigt die winkelhalbierende zwischen 12 und dem Stundenzeiger aber nach Norden. Die SPB 121J1 kostet 719 € und ist damit etwas teurer als damals meine Saab 17. Dafür gibt es aber auch ein neueres und besseres Werk, einen Sichtboden und eine Fallschließe am Kalbslederband. Ich hoffe, ich konnte euch die Seiko Alpinist etwas näher bringen und dass euch das Video gefallen hat. Den Link zu Seiko findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr mehr über Armbanduhren und die Branche im Allgemeinen erfahren wollt, besucht uns doch auf armbanduhren-online.de und lasst uns ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.